Hallo zusammen, Grüße aus dem Garten. Ich habe mir ja Gedanken gemacht über Unkrautvernichter und ich bin selber kein Freund davon, will keins davon haben. Habe ein bisschen im Internet gegoogelt und es gibt ja so schöne Heißwassergeräte und diese Heißwassergeräte, die gehen bis zu 100 Grad, kann man die einstellen zum Beispiel. Dann wird die Pflanze abgestorben, also quasi das Unkraut. Sprüht man dann halt mit heißem Wasser. Aber das ist hier ist das unmöglich zu machen. Unmöglich. Ich meine, das Gerät an sich ist super schwer. Wenn du eine leichte Variante nimmst, musst du andauernd den Tank füllen mit Wasser und da läuft sich tot hier. Also und wenn du ein schweres Gerät nimmst, wo viel Wasser drin ist, es geht ja hoch bis 500 Liter. Ich kann dir vorstellen, den kann man überhaupt nicht bewegen. Hier ist überall steinig und so. Das ist Käse. Das ist nicht machbar. Ja, das Ende vom Lied. Da man das nicht alleine schafft hier, habe ich jetzt Tagelöhner hierhin bestellt. Das hört sich jetzt ein bisschen super billig an, ne? Aber 15 € der Tag pro Person. 8 Stunden oder so arbeiten die. Und da haben wir jetzt, ich habe die jetzt mal 3 Tage arbeiten lassen. Waren 5 Frauen gewesen. Ja, die haben jetzt vom Boden, sage ich jetzt mal, vom Stamm, der Unkraut entfernt mit der Hand, dahingeschmissen zum Vertrocknen. Ja. Ja. Der Rest, keine Ahnung. Vielleicht lasse ich die nochmal. Und da wird der Rest dann halt nochmal nachgemacht. Oder wir lassen es austrocknen. Anders geht es nicht. Wenn ich hier ökologisch irgendwie was machen will, geht das nicht mit Geräten. Und die Pflanzen müssen dann halt, die Unkraut muss dann halt mit der Hand rausgepflückt werden. Also anders geht es nicht. Ich habe schon alles probiert. Und das ist dann wohl das Allerbeste, was man machen kann. Hier sieht man schön die Kuhle, die freigelegte. Natürlich muss noch weitergemacht werden, logisch. Tja, da gibt es auch schlechte Neuigkeiten natürlich. Ich habe hier Versuch gehabt, Maracuja anzupflanzen. Tja, sieht sehr trocken aus. Hat es nicht überlebt. Hier, Stamm ist noch grün, aber oben ist alles vertrocknet. Ja, sollte eigentlich Ertrag bringen. Leider ist da nichts draus geworden. Traurig, muss ich mir was anderes überlegen. Ja, dann erstmal schöne Grüße nochmal und man hört sich die Tage. Wir hatten ja im letzten Jahr leichte Wasserprobleme gehabt. So ging so wahrscheinlich so um 10 Tage ungefähr. Und da haben wir jetzt, der ist so 450 Tonnen voll. Den haben wir jetzt hier auch noch aufgefüllt, um weitere 450 Tonnen, sodass wir das dann hoffentlich dieses Jahr überbrücken können. Sieht schön klar aus, das Wasser. Können wir reinspringen. Also schon eisekalt. Jetzt waren die, keine Ahnung, wie viele Meter sind das? 3 Meter tief? Um den Dreh, ich weiß es nicht genau. Da haben wir jetzt hier, wenn der Pool leer ist, wird dann von hier Wasser hier rüber gepumpt. Da haben wir eine kleine Sicherheit eingebaut. Wow, seht ihr das? Der Baum ist voll mit Bienen. Die werden jetzt gerade hier alle super bestäubt.
Das ist super spitze. Weil bei den Avocado-Bäumen ist es so, es gibt da Typ A und Typ B. Und die öffnen dann ihre Knospen dann halt morgens, die anderen halt abends und so. Und wenn die Bienen da sind, können die super sich gegenseitig hier bestäuben. Und es könnten dann hier nächstes Jahr, also Quatsch, ist ja schon Herbst, könnten dann vielleicht Früchte kommen. Man weiß es nicht, was noch so passiert. Gehagelt hat es ja hier. Ich gucke jetzt gerade, ob es ja ein paar Schäden gegeben hat. Jetzt haben wir die Straßen repariert sozusagen, sodass man auch mit dem LKW drüber fahren kann. Hier war ja unten drunter nichts, leer, war zu gefährlich gewesen. Hätte man runterkrachen können. Haben wir jetzt mal ausgebessert. Das war jetzt mal wichtig. Jo, ist hier erledigt. Ich schaue jetzt ab. Der dumme, naja, der Farmer, der hat das hier echt vernachlässigt. Vernachlässigt. Ich könnte mich total drüber aufregen. Gucken, was er macht. Man sieht ja echt nichts mehr. Alles nur noch grün. Katastrophe. So wie es bei mir im Garten aussieht, so sieht es hier jetzt auch aus. Junge, Junge, Junge. Kann ja schön mit der Maschine hier lang gehen. Tja, wer nicht hört, der muss fühlen. Das heißt, der muss jetzt mit so einer Handschneider oder was auch immer, maschinell, muss der jetzt hier alles ablatschen und das absibbeln. Viel Spaß, sage ich ihm dazu. Haben wir selber schuld, ne? Wenn er das nicht macht, passiert sowas. Ja, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Bis dann, das war mein Tag im Garten. Ciao. Könnt ihr euch noch an die eingestürzte Straße erinnern? Die wurde jetzt behoben. Hier haben sie nochmal schön aufgefüllt. Und hier war ja richtig eingesackt gewesen. 1 Meter oder was. Das haben sie schön hingekriegt. Ja, jetzt haben wir auch hier wieder Freifläche zum Nachpflanzen. Aber mal gucken, wann wir jemals dazu kommen. Guckt euch hier den Scheiß an, ey, wie viel Unkraut. Das ist echt Wahnsinn. Tja, wenn man nicht dran bleibt. Na gut, jetzt aber Feierabend. Bis dann.